Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. So, hier haben wir unsere Weißschwanz-Stachelschweine, Leopold und Selma. Die sind jetzt seit 2 Jahren bei uns und haben bereits letztes Jahr ein Jungtier bekommen. Und dieses Jahr können wir uns wieder über 2-mal Stachelschwein-Nachwuchs freuen. Die beiden sind ungefähr von Anfang April, also noch ganz frisch, sehen aus wie klitzekleine Meerschweinchen mit Stachelchen hinten dran und werden gerade beschützt von ihrer Mutter, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also auch die Tierpfleger haben da im Moment Schwierigkeiten. Ja, es ihr recht zu machen. Das ist so eine kleine Helikoptermutti. Kümmert sich aber ganz super um die 2 und genau, der Nachwuchs von letztem Jahr ist auch noch dabei. Das klappt auch super. Also ein schönes Stachelschwein-Familienleben im Moment. Es gibt verschiedene Arten von Stacheln bei Stachelschweinen. Die einen haben mehr so eine Rasselfunktion, also die sind mehr im Inneren von diesem Stachelkranz. Und wenn die damit wackeln, dann ist es eben vor allen Dingen Abschreckung für die Feinde. Und die ganz langen außenliegenden Stacheln, die können so bis zu 40, 50 cm lang werden und haben so gemeine Widerhaken am Ende. Die können die tatsächlich nicht abwerfen, wie man das manchmal so in Filmen sieht oder hört, sondern sie gehen rückwärts auf ihren Feind zu, stellen dann ihre Stacheln auf und können sie eben dann in ihren Feind reinstechen. Und das tut natürlich richtig weh, gerade wegen der Widerhaken gehen die dann eben nicht so leicht wieder raus. Und man kennt vielleicht die Bilder von so mancher Raubkatze, die überall Stacheln stecken hat und dann eben Probleme hat, die wieder loszuwerden. Also da müssen wir natürlich im Moment auch aufpassen, dass wir da uns nicht mit der Selma anlegen, sondern uns ganz nach ihren Mutti-Wünschen richten. Sogar die Kleinen haben übrigens schon kleine Stacheln, die sind noch ganz weich und sind auch anliegend. Also selbst bei der Geburt legen die quasi ganz flach an, damit sie der Mutter nicht wehtun. Aber nach und nach wachsen die jetzt und werden dann eben auch zu sehr wehrhaften Stacheln. Unsere Stachelschweine leben jetzt natürlich nicht ausschließlich nur im tropischen Regenwald, aber eben auch in Savannen oder an Berghängen. Aber sie sind eben super Botschafter, weil sie halt so, ich sag mal, süße Nagetiere sind, sehr possierlich. Und wie unsere anderen Tiere hier in den Asienwelten haben die das Hauptproblem, dass der Lebensraum gefährdet ist. Also in diesem Fall vor allen Dingen der tropische Regenwald Südostasiens oder Asiens. Und ja, man hört das immer, Lebensraumzerstörung ist ein großes Problem, aber so viel kann man sich da oft nicht drunter vorstellen. Deswegen ist es halt wichtig, dass wir Tiere hier vor Ort haben und wir haben pro Woche mehrere 100 Schülerinnen und Schüler, die wir eben auch mit zu den Asienwelten nehmen und man weiß das selber, man versteht Dinge viel besser, wenn man sich darunter was vorstellen kann, wenn man die Tiere sieht, um die es geht und ja, deswegen haben wir hier viele, unter anderem auch gefährdete Tierarten, die eben bei uns gezeigt werden, um den Kindern einfach unter anderem Lebensraumzerstörung und die anderen Umweltprobleme nahezubringen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr in Zukunft kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.